kurz abgelenkt seid. Ein Container ist erstmal, und jetzt kommt das allerwichtigste Wort, ein flüchtiges Objekt. Ein Container ist immer ein, ja, wie man sich einen Container vorstellt. Stellt euch mal wirklich so einen Schiffscontainer vor. Das ist das Bild, was man immer wieder draußen auf der Welt sieht. Da packt ihr einfach mal Sachen rein und da drin könntet ihr auch, ich mache jetzt mal ein Beispiel, da drin könntet ihr eine Carrera-Rennbahn aufbauen. Und auf dieser Carrera-Rennbahn könnt ihr auch fahren und was nicht alles, aber die ist in diesem Container drin. Von außen ist das erstmal soweit gar nicht ersichtlich. Und wenn man den Container einfach als geschlossenes Objekt sieht, dann kann man auch von außen gar nicht sehen, was im Endeffekt da drin ist. Und so ist auch ein Container. Ganz wichtig, ein Container ist flüchtig, habe ich gerade gesagt. Also, alles, was da drin passiert, passiert im Endeffekt auch wirklich nur da drin und kommt erstmal, so wie ein Container als standardgemäß angepackt werden soll, da nicht raus. Das heißt, wenn ein Container startet, hat er den Zustand 0, dann kann der Daten verarbeiten, Daten ablegen, was weiß ich, Daten generieren, wie auch immer. Ist dieser Container weg? Ist der weg? Sind auch die Daten weg, weil diese Daten in dem Container drin waren. Das ist der allerwichtigste Punkt, den man beim Containerisieren einmal verstehen muss. Ein Container ist ein geschlossenes System. Was da drin passiert, ist in dem Container und nicht auf eurem Betriebssystem. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn hier drin irgendwas generiert wird, wenn hier drin Daten generiert werden, was auch immer, irgendwas von eurer Cloud, Nextcloud, Pi-hole-Datenbank, was auch immer, die werden hier drin abgelegt und der Container ist weg. Sind die Daten weg, weil die waren nur in dem Container. Deswegen immer wieder ganz wichtig, Container sind flüchtig. Jetzt kommt das kleine Aber. Aber ein Container kann mittels sogenannten Binds oder Volumes mit dem Hauptsystem im Endeffekt verknüpft werden. Ich schalte mal wieder um. Das ist ja unser Container, den wir gerade erstellt haben und hier sind jetzt irgendwelche Daten drin. Ich hole mir mal wieder die Standardbildchen hervor und das bildet jetzt einfach mal ein Stück Daten. Wenn der Container jetzt weg wäre, ich mache es jetzt mal weg, wären die Daten auch weg. So ist es einfach, weil die Daten nämlich im Container waren. Aber mit der ganzen Container-Technologie ist natürlich ein bisschen Blödsinn, wenn so ein Container irgendwas arbeitet und eine Runtime hat, dass diese Daten weg sind. Deswegen gibt es im Endeffekt die sogenannten Docker-Volumes. Die liegen im Endeffekt außerhalb des Containers. Und die sind hier miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ein Container Daten generiert, dann schreibt ihr die in die sogenannten Docker-Volumes einfach auf eurem Hauptbetriebssystem und dann liegen die da auch. Und wenn der Container dann weg ist, dann bleiben die Daten in euren Docker-Volumes ganz normal weiterhin vorhanden und können dann beim nächsten Containerstart auch einfach wieder weiterverwendet werden. Das ist jetzt schon mal das grundlegend Wichtigste gewesen. Also, nochmal, um das zu vertiefen. Ein Container ist flüchtig. Alles, was dieser an Daten innen drin generiert, was der an was auch immer tut, alles, was da an Mehrwert geschaffen wird, dieser Container ist ein geschlossenes System. Alles, was da drin ist und nicht irgendwie andersweitig abgespeichert wird, in die Cloud gezogen wird, auf eure Festplatte gezogen wird, auf einen USB-Stick oder was auch immer. Alles, was da drin ist und wenn der Container geht, geht alles, was da drin ist, mit weg. So, das war jetzt schon mal einmal der Punkt zu den Daten. Nochmal ganz wichtig, jetzt kommt der nächste Step, was von einem Container wichtig ist. Ein Container ist halt eben, haben wir ja schon 6-mal gesagt, ein geschlossenes System. Das heißt auch, der ist erstmal grundsätzlich netzwerkseitig gar nicht so zu erreichen, aber so ein Container kann sich bedienen an den Informationen des Host-Betriebssystems. Also ein Container kann sich anknüpfen an das Host-Betriebssystem und kann da dann im Endeffekt Services drüber betreiben. Ne? Also kann im Endeffekt eine Webseite anzeigen. Das machen wir jetzt gleich dass wir über einen Container eine Webseite anzeigen lassen wollen als Beispiel. Dafür brauchen wir Port 80 für HTTP oder Port 443 für im Endeffekt HTTPS. Aber bevor wir jetzt weiter auf die Container-Technologie eingehen, beziehungsweise auf Docker, jetzt kommen wir zu den Docker-Grundlagen, installieren wir jetzt einmal den Container Portainer auf unsere Umgebung und gehen dann einmal über die ganzen Grundlagen von dem ganzen Docker-Zeugs einmal drüber. Auch hier gibt es dafür im Endeffekt ein Installationsskript, einfach in den Dokumentationen zu finden für Docker. Und hier ist nicht viel, er will im Endeffekt ein Docker-Volume, das habe ich euch ja gerade schon erklärt. Einfach ausrollen, das machen wir auch. Wir fangen einmal von vorne an, machen ein Docker-Volume Create Portainer Data, da kommen die ganzen Daten rein, da werden die ganzen Daten gespeichert von diesem Container namens
Portainer. Ich kopiere mal einmal den Befehl und dann gucken wir uns dann einmal an, was hier passiert. Okay, leider führt er den jetzt schon automatisch aus, macht aber nichts. Wir beginnen einfach langsam oben. Docker run, eben schon gelernt, damit wird ein Container ausgerollt. Hier wird im Endeffekt ein Port aus dem Container raus zum Host gemappt, also im Container, Port 8000, wird rausgegeben, Port 8000 raus auf das Host-Betriebssystem. Selbe hier mit Port 9000. Dann, dieser Container soll natürlich irgendeinen Namen haben, also Name Portainer. Dieses ganze Restart, das lernen wir aber gleich auch noch schön auf der grafischen Oberfläche. Heißt, wenn irgendwie mein Host-Betriebssystem mal ausfällt, wieder hochfährt, bitte starte doch diesen Container wieder von vorne. Das besagt dieses Restart Always. -v ist eine sogenannte Verknüpfung, zwischen einem Volume, dafür steht V, in dem Containerbereich versus aus dem Containerbereich. Das hier ist im Endeffekt jetzt nur die Verknüpfung dafür, dass unser Container mit dem Docker-Socket auf unserem Betriebssystem kommunizieren kann, denn Portainer muss unser Docker ja verwalten können. Ansonsten hier jetzt das Wichtigste, was ich jetzt 20 Mal erwähnt habe. Hier wird jetzt gerade eben das Volume auf dem Betriebssystem namens Portainer Data mit dem Pfad/Data in dem Container verknüpft. Das ist jetzt, warte, ich gehe mal zurück zum Bildchen. Diese Verknüpfung hier. Hier steht Portainer Data und das hier innen drin ist /Data. Ganz wichtig. Ansonsten, hier steht Portainer CE ist im Endeffekt, Portainer ist, glaube ich, der Benutzername auf der Docker Hub Seite und Portainer CE ist in dem Falle, ja, der Containername, der im Endeffekt, ja, jetzt gerade heruntergeladen werden soll. Das werden wir jetzt gleich aber im Laufe des Trainings auch noch weiter sehen. Was wir jetzt wollen, dass wir diese Portainer-Oberfläche, das ist ja eine grafische Oberfläche für Docker, für die Docker-Container, dass wir die jetzt im Browser aufrufen. Dafür hatten wir ja eben schon, das hier ist meine IP-Adresse von meinem System hier. Mit dem Doppelpunkt, mit dem Port 8000 rufen wir das Ganze jetzt auf. Ihr seht es leider nicht. Das rufe ich jetzt mal in meinem Browser auf. 192.168.0.140 Doppelpunkt Port 8000. Ich muss noch ein HTTPS davor hängen. Ach, Entschuldigung, das ist Port 9000. 8000 ist die Kommunikationsschnittstelle. Und dann öffnet sich auch unsere Portainer-Oberfläche. Also nochmal, IP-Adresse von eurem System, Port 9000, Enter und ihr landet dort in der Portainer-Installation. Das machen wir jetzt auch. Als erstes Benutzername Standard, ja, lassen wir als Admin stehen. In meinem Falle wähle ich jetzt hier mal ein ziemlich einfaches Passwort. Das ist im Endeffekt nur, um den Benutzer-Account zu erstellen. Okay, ich muss ein strengeres Passwort wählen, sonst lässt er mich hier nicht zu, dass ich das Ganze hier mit einem Easy-Passwort mache. Und sage hier Create Benutzer. Jetzt kommen wir zum zweiten wichtigsten Punkt und dann sind wir auch schon fertig. Portainer kann auch Kubernetes-Umgebungen installieren oder größere Cluster-Umgebungen verwalten. Was wir wollen, steht hier links. Wir wollen ein einfaches Docker installieren und bestätigen das Ganze hier mit einem Connect und damit ist unsere Portainer-Umgebung soweit ready und wir können unseren Docker-Host über diese grafische Oberfläche hier echt cool verwalten. Jetzt trinke ich erstmal wieder einen Schluck, solltet ihr auch machen, einmal durchatmen und dann sind wir gleich sofort wieder da. Wir machen weiter mit unseren Grundlagen jetzt über Portainer, würde ich sagen. Wir haben uns ja gerade eingeloggt, haben den Benutzer-Account Admin erstellt und sind auf dieser Seite hier gelandet. Hier ist erstmal die Übersicht von unserem gemanagten Docker-Host. Da klicken wir auch einfach mal drauf und kommen jetzt wirklich dann quasi auf das System drauf. Es gibt eine Übersicht, wie viele Stacks, da kommen wir jetzt gleich als allererstes zu, wie viele Images, wie viele Netzwerke, Volume und Container laufen denn überhaupt auf diesem Betriebssystem und da gehen wir jetzt reihenweise einfach mal durch. Als allererstes möchte ich euch einmal das Stacks erklären, das ist nämlich ziemlich schnell erledigt. Das werdet ihr immer wieder, wenn ihr jetzt nach Systemen googelt, werdet ihr immer wieder über das Wörtchen Docker Compose und hier oben steht's Docker Compose drüber stolpern. Was ist Docker Compose? Docker Compose ist im Endeffekt eine Datei, die ladet ihr euch von irgendwelchen GitHub-Seiten runter und da stehen ganz viele Sachen drin. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Ich meine hier auf der NGX Proxy Manager Seite, hier steht so eine Datei,
Da ist aufgelistet, was automatisiert ausgerollt werden soll. In diesem Falle mal eine Schnellerklärung. Hier sollen 2 Services ausgerollt werden. Ein Service namens App und hier stehen alle Informationen drin. Datenbanknamen, Ports, wie ist der Imagename, die Volumes, das haben wir gerade schon gelernt, aber auch ein zweiter Service. Also hier wird über eine Datei namens Docker Compose oder ein Docker Compose YAML-File, werden hier automatisiert 2 Container ausgerollt, die miteinander harmonieren und miteinander sprechen können. Das im Endeffekt macht Docker Compose hier gerne immer, nicht gerne genannt, sondern unter Portainer findet ihr das unter Stacks. Aber Docker Compose ist jetzt nicht Part unseres Videos. Ich finde, das ist definitiv gehört zum Fortschritt dazu. Trotzdem, wenn ihr es nutzen wollt bei euch, nachinstallieren könnt ihr das Ganze mit einem apt-install docker-compose und dann könnt ihr auch Docker Compose ganz normal nutzen. Ja, als nächsten Punkt sind eigentlich hier schon die Container aufgelistet, komme ich aber zum Schluss zu, macht am meisten dann Sinn. Nächster Punkt sind die Images. Images hatte ich euch ja eben schon mal erwähnt. Das sind die Container-Images. Also quasi wie so ein Betriebssystem. Ihr kennt es von eurem Windows vielleicht früher noch Windows CD eingelegt. Das ist quasi euer Image. Die CD ist euer Image. So gibt es halt eben Container-Images, die halt blank liegen, offline sind, ist im Endeffekt nichts anderes quasi wie eine ZIP-Datei, das liegt dann quasi bei euch auf dem Host-System und wartet nur darauf, dass ein Container aus diesem Image gestartet wird. In diesem Image ist natürlich alles drin. Ne, dieses ganze, alles was in dem Container läuft, bildet im Endeffekt das Image ab. Es ist quasi die ISO-Datei, die Windows-CD, um das jetzt einfach zu umschreiben. Ganz wichtig, diese Images haben eine Art, nicht nur eine Art, haben eine Versionierung. Und da stolpert ihr immer wieder über dieses Latest drüber. Wir gehen mal auf die Docker Hub Seite. Die findet ihr unter hub.docker.com. Das ist im Endeffekt das offizielle große Docker Hub Repository, wo all diese Container hinterlegt sind, wo man die herunterladen kann. Wir gehen jetzt mal hier als Beispiel mal auf Traffic, das ist auch ein Reverse Proxy. Und klicken mal hier unter Tags. Und da könnt ihr das sehen, dass es hier verschiedene Versionen gibt vielleicht. Gucken wir mal, ich scroll mal ein bisschen runter. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, hier sieht man leider jetzt nicht so richtig die Versionen, aber hier gibt es im Endeffekt immer verschiedene Tags, das sind die Versionen, Version 2.48, hier haben wir Latest, hier haben wir Livarot, da muss man gucken, was man gerne haben will, in der Regel. Wenn man nichts angibt, wird immer die letzte Version, das heißt, das updatet sich auch automatisiert teils, wenn man immer Latest benutzt. Wenn man nichts angibt, kommt Latest. Wenn man explizit die Version 2.4.8 haben will, dann schreibt man dahin, ich gehe mal wieder zurück, hier Doppelpunkt 2.4.8 und dann bekommt man genau diese Version heruntergeladen. Wirklich 1:1 diese Version. Wir machen mal ein Beispiel. Ich suche mal jetzt hier mal diesen Nginx raus, den brauchen wir ja eh gleich. Nginx ist nichts weiter als ein ziemlich lightweighter Webserver und die haben wir auch, der heißt einfach Nginx. Wenn wir einmal in die Tags reingucken, finden wir hier Stable, Perl, Mainline, Latest. Versuchen wir einfach mal, indem wir hier eintippen Nginx. Und dann sage ich jetzt mal Pull Image. Es passiert jetzt nichts weiter, dass er zu dieser Docker Hub Seite geht und dort dieses Paket Nginx herunterlädt und mir hier als ganz normales Image zur Verfügung stellt. Das dauert natürlich einen Moment, weil er das Ganze herunterladen muss und das ganze Image auch einmal entpackt und dann hier wirklich auf meinem Betriebssystem für meine Container zur Verfügung stellt, damit das beim Ausrollen, beim Deployment eines Containers nicht passieren muss. Das passiert jetzt hier und hier haben wir es jetzt. Nginx Version Latest liegt jetzt hier auf meinem System bereit und steht hier sogar als unused, also wird gerade gar nicht benutzt, kein Container, benutzt gerade eben dieses Image-Paket. Aber um diese Tags euch einmal zu zeigen, könnte man jetzt auch, ich suche mir jetzt mal irgendeine Version hier aus, nehmen wir jetzt mal, ich scroll mal ein bisschen runter, die 1.19. Machen wir einfach mal, ich wähle hier aus, Nginx, Doppelpunkt 1.19 hieß die Version und klicke wieder auf Pull Image. Es geht ja wirklich hin, lädt wieder das Image 1.19 herunter und hat es auch jetzt hier im Endeffekt schon getan, 1.9 und das steht uns jetzt auch zur Verfügung. Also wir könnten jetzt eine ältere Version einfach betreiben. Wäre gar kein Problem, können wir uns ja einfach lokal vorhalten oder uns auch jederzeit hier aus dem Docker Repository herunterladen.
Wie gesagt, das sind die Docker-Images quasi, wirklich wie so eine Windows-ISO-CD, also die Grundlage für jeden Container, der bei jedem Start auch genommen wird. Ihr wisst, ein Container startet immer von Null und aus diesem Image heraus im Endeffekt. Und diese Images gibt es von aber zu Millionen Mal vorgefertigt, auch von Tausenden von freien Leuten, die irgendwelche Container selber gebastelt haben, die verschiedensten Sachen machen. Wirklich die unterschiedlichsten Sachen, und wir haben natürlich jetzt nachher vor der Brust der Webserver, der Pi-hole, alles vorgefertigte Container. Man muss denen im Endeffekt nur die entsprechenden Informationen mitgeben. Das sind im Endeffekt die Images. Punkt Netzwerke, möchte ich gar nicht hier so weit tief drauf gehen. Im Endeffekt habe ich eben schon das Wichtigste gesagt. Ein Container arbeitet erstmal losgelöst. Im wichtigsten Falle oder ganz normal im Grundprinzip-Falle taggt der Container im Endeffekt seine Ports, seine Dienste auf das Host-Betriebssystem drauf und kann dadurch über das Host-Betriebssystem erreichbar sein, wenn dieser denn Ports hat. Ja, unsere Dienste, die wir hier installieren, die haben natürlich Ports, aber ja, das ist erstmal das Wichtigste zu verstehen. Das Ganze wird erst wichtiger, wenn man über Container hinweg miteinander sprechen will. Wenn man mehrere Docker-Systeme als Cluster zusammenbildet, dann kann man sogenannte Mesh-Routing-Netzwerke aufbauen, wo dann über diesen Cluster containerweit gesprochen werden kann. Erst ab dann wird wirklich dieser ganze Netzwerk-Layer interessant. Hier ist erstmal nur wichtig, dass ihr versteht, ein Container, mehrfach gesagt, ist eigentlich nur ein Gebilde von sich, hat vielleicht einen Dienst, der auf Port 80 Webserver hört, und dieser Port wird durchgereicht auf das Betriebssystem, ohne dass ihr irgendwas einstellt, und da auf Port 80 zur Verfügung gestellt. Das werden wir uns jetzt gleich zusammen angucken, wenn wir den Webserver ausrollen. Zurück zur Portainer-Oberfläche, dann Netzwerk gibt es wirklich nichts weiter zu erklären. Das wäre wirklich für den fortgeschrittenen Kurs, wenn man wirklich über das große Ganze mal drüber redet. Volumes hatten wir auch schon angerissen. Hier kann man einfache Volumes anlegen, wo nachher dann auch Daten drin gespeichert werden. Ihr seht ja auch den Mount Point, wo Daten physikalisch bei euch auf dem Betriebssystem abgelegt werden. Standardgemäß liegt das unter var lib docker volumes. Können wir einmal reingucken? cd var lib docker und dann war das Volumes, genau, und jetzt gucken wir hier rein und hier liegt jetzt auch unser Portainer Data, da können wir auch reingehen, Portainer Data, da drin ist ein Ordner namens Unterstrich Data, und da liegen jetzt auch diese ganzen, ihr seht hier schon, Portainer Datenbank, das ist die Datenbank von unserem Portainer hier, das liegt da wirklich physikalisch drin. Also es ist im Endeffekt nichts weiter als eine Verknüpfung auf dem Hauptbetriebssystem. Trotz alledem sollte man das hier als persistenten Speicher, als Volume ansehen, und das Ganze werden wir jetzt gleich auch brauchen, wenn wir unsere weiteren Container ausrollen. Jetzt hatten wir Netzwerk, jetzt haben wir Speicher. Denkt mal bei euch zu Hause nach, was hat euer Computer? Netzwerk, Speicher, klar, das Betriebssystem, das ist im Endeffekt der Container und die Images im Endeffekt. Strom brauchen wir nicht, Netzwerk hatten wir schon, ja, wir sind eigentlich fast vollzählig. Im Endeffekt fehlt nur noch die Intelligenz, und das ist der Container selber. Unter Events finden wir hier im Endeffekt alles, was passiert überhaupt im Ganzen auf unserer Docker-Umgebung. Was passiert da? Container starten, Container stoppen, was auch immer, ein Container fällt aus und. Das sehen wir hier einfach in der Eventliste. Einfach mal angucken, einfach mal durchgehen. Unter Host sehen wir einfach nochmal alle host-relevanten Daten. In meinem Falle seht ihr hier 4 Kerne. Wir haben 2 GB RAM. Das ist jetzt hier einfach meine Maschine, die wir hier haben. Das sind einfach nur die systemrelevanten Daten. Hier seht ihr das auch. Es ist ein Debian und die Maschine heißt Debian-Train. Das war im Endeffekt erstmal schon mal die Docker-Grundlagen. Speicher, Netzwerk, Container-Images und Container. Und dazu kommen wir jetzt. Das ist hier die Oberfläche von den momentan laufenden oder ihr seht gestoppten Containern. Dieser gestoppte Container, hier seht ihr noch den Namen. Ich scroll das mal ein bisschen größer, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser lesen. Namens Hello World ist der Container, den wir eben gestartet haben. Der ist zwar noch da, aber der ist, nachdem die Laufzeit vorbei war, nachdem er ausgegeben hat, Hallo Welt, ist der einfach gestorben und steht jetzt hier. Den können wir einfach markieren und sagen, Remove, und weg ist er. Das ist einfach nur ein Container, der lebte, war da und ist gestorben und war einfach noch als Reststück, als Restbleibsel einfach da. Das passiert bei Containern, wenn die sich nicht selber aufräumen, immer wieder, dass die dann da drin stehen. Aber
Was haben wir eben gesagt? Wir haben eben automatisiert einen Container gestartet namens Portainer. Und der taucht hier auf. Gehen wir einmal kurz die kleinen Begrifflichkeiten durch. Also wenn man da draufklickt, kommt man natürlich zu vielen weiteren Informationen, aber einmal die Übersicht. Immer erster State, in welchem Status ist überhaupt die laufende Maschine. Ne, running, stopped, crashed, deleted, wie auch immer. Nächster Punkt sind die Logs. Da gucken wir einmal rein. Da kann man immer gut sehen, was in dem Container so passiert, was der so mitloggt, was der da so hinschreibt. Das ist immer ein guter Indikator, um mal reinzugucken, wenn irgendetwas nicht funktioniert in dem Container. Einfach mal auf den Logs klicken und dann kann man auch hier wirklich was sehen. Das ist so ein Fall, wenn irgendwas nicht geht, Copy, Paste, ab nach Google im Endeffekt. Wir gehen wieder zurück. Ja, Information ist im Endeffekt, ne, wir kontrollieren den Container, Laufzeitvariablen, wo liegt was, relativ uninteressant, fängt erst an, interessant zu werden, wenn man sich tiefergehend damit beschäftigt. Nächster Punkt, ganz toll, man kann Statistiken sehen. Ja gut, wir sehen jetzt hier nicht viel, das baut sich jetzt erst auf. Man sieht hier Statistiken, wie viel RAM verbraucht mein Container, was für eine CPU-Last, wie viel Netzwerk, also wirklich komplette Statistiken über meine einzelnen Container, wirklich Informationen ohne Ende und ich sehe sogar, welche Prozesse laufen in meinem Container, was passiert da drin. Nur das kann ich hier alles unter der Statistics-Page sehen. Wieder zurück. Auch ganz wichtiger Punkt, die Konsole. Man kann in einen Container reingehen. Ich klicke mich jetzt mal hier auf Connect. Ja, geht leider bei der Portainer-Umgebung nicht, können wir aber gleich bei weiteren Containern sehen. Dann landet man auf einer Shell, so wie hier. Allerdings ist diese Shell in dem Container. Also wirklich, wir haben eine Shell in dem Container. Wenn wir da mal irgendwas drin verändern wollen, drin verändern müssen, können wir das wirklich in diesem Container drin machen. Wirklich ideal, um einfach mal schnell Troubleshooting zu machen, schnell was nachzugucken, einfach vielleicht auch mal schnell was zu verändern. Ganz wichtig, Container ist flüchtig. Diese Änderung ist beim nächsten Neustart des Containers wieder weg. Dafür ist im Endeffekt die Konsole da. Ansonsten, logisch, Imagename, wann ist das erstellt worden? Das ist hier die IP-Adresse also es ist eine IP-Adresse auf eurem Docker-Netzwerk, was innerhalb auf eurem Host ist. Das heißt, ich habe ja eben schon mal gesagt, ein Container kann mit einem Container direkt sprechen, ohne irgendwie aus eurem Host-Betriebssystem rauszugehen. Dafür gibt es hier diese Blocker-IP-Adressen. Hier hinten diese Ports, Port 8000 zu 8000 Mapping hatte ich auch schon mal. Warum? Weil die Frage kommt ganz gerne mal, wird das Ganze hier zweifach angezeigt. Das eine ist IPv4, das andere ist IPv6. Deswegen wird das Ganze hier zweimal angezeigt. Ansonsten Ownership, na klar, wenn ihr mehrere Benutzer auf eurem Docker-Host habt, dann bekommt man das natürlich hier mit den entsprechenden Benutzern angezeigt. Klicken wir einmal in den Container rein, da hat man das Ganze nochmal ein bisschen filigraner aufgezeigt. Hier sehen wir es auch mit den Ports, IPv4 und hier unten an diesen vielen 3 Doppelpunkten kann man erkennen, dass es IPv6 ist, weil die Frage kommt sehr, sehr gerne. Hier sieht man auch nochmal das Volume Portainer Data ist verknüpft mit dem Pfad im Container, schnell das Bildchen mal hochgeholt, im Container mit dem Pfad /data. Kann man hier im Endeffekt gut ablesen, dass das Path im Container hier /data ist. Und auf dem Host ist es in einem Volume drin. Nochmal schnell das Bild, das ist nämlich ganz wichtig. Ich mache es extra so deutlich, weil das wirklich so wichtig ist. Die Daten sind miteinander verknüpft. Die sind dieselben Daten, da wird nichts kopiert oder sowas. Es ist einfach wie eine Verknüpfung. Es ist wirklich wie so ein Draht, wo 1:1 dann die Daten liegen. Das hier ist eigentlich das, was außerhalb von dem Container liegt. Die Daten liegen außerhalb von dem Container, wenn man das Ganze so sieht. Die werden zwar in dem Container generiert, die Daten, sind aber außerhalb. Ganz wichtig, das ist die Grundsatzdiskussion, die man hier unbedingt verstehen muss. Und ich sage es gerne nochmal, weil es ist wirklich, wirklich wichtig. Der Container ist flüchtig. Alles, was an Daten in dem Container entsteht, was nicht irgendwie über ein Volume oder über ein Bind-Mount nach außen hin verknüpft ist weg, wenn der Container offline geschaltet wird. Der Container ist flüchtig. Es ist einfach total wichtig. Schön, ansonsten hier unten das Ganze nochmal mit der IP-Adresse, habe ich ja erwähnt, dass das diese interne IP-Adresse ist, um weitere Container innerhalb des Hostes ganz normal zu erreichen. Klar, Container können gestoppt, gekillt werden, restartet werden,
pausiert werden, ja, wenn sie pausiert worden sind, resumed werden, gelöscht werden. Recreate ist quasi sehr interessant. Bei Recreate, ich klicke da einmal drauf, gibt es sogar den Button, dass man sagen kann, Pull Latest Image. Also wenn ich das jetzt hier anhake und sage Recreate, mache ich jetzt nicht, dann zieht er sich wirklich über diesen Image, haben wir eben gelernt, Latest, die neueste Version runter und startet dann diesen Container neu in der neuesten Version. Das heißt, wir haben ein Update gemacht. Cool, oder? Ein Container zieht sich automatisch sein neuestes Update und startet einfach wieder in der neuesten Version. Mega, mega geil. Ansonsten gibt es natürlich hier den Punkt Duplicate Edit. Das im Endeffekt ja nimmt diesen Container-Portainer und wir können den editieren und dann neu ausrollen. Aber diese Oberfläche, die wir jetzt hier sehen, die erkläre ich euch jetzt ein bisschen filigraner, indem wir nämlich jetzt gleich hingehen und dann unseren ersten Container im Endeffekt erstellen. Das waren jetzt erstmal so die Grobübersicht über die ganzen Docker-Grundlagen. Viel wichtiger ist noch, dass ihr versteht, alles, was wir hier über diese tolle Benutzeroberfläche sehen, machen oder sonst was, können wir natürlich hier, ich mache mal einen Clear, gehe mal zurück in meinen Ordner. Können wir natürlich über den Befehl Docker auch alles auf der CLI machen. Ne? Ihr habt es eben gesehen, wir können Docker-Container starten. Wir können die, pausieren. Wir können die updaten. Wir können, ja, hier ist Unpause, ist im Endeffekt, ne, das Pendant zu, hatten wir gerade hier, Resume. Ja, wir können alles hier machen. Die Statistiken, die wir gesehen haben, können wir hier unter Stats sehen. Als Beispiel Docker Stats. Rufen wir doch einfach mal auf und dann sehen wir hier wieder unseren RAM, unsere CPU-Auslastung, alles das, was wir auch gerade eben hier schön über dieser grafischen Oberfläche im Endeffekt hatten. Deswegen wollte ich euch diesen Weg hier zeigen. Es ist, glaube ich, einfacher zu verstehen, wenn man das Ganze über die GUI einmal sieht, bevor wir uns hier durch die CLI durchfuchsen und über die CLI rumjammern, nichts erkennen können. Deswegen bin ich erstmal diesen Weg hier gegangen. Auch ich nutze immer wieder den GUI-Weg, weil es ist einfach für meinen täglichen Betrieb einfacher, darüber zu arbeiten. Ne? Hier dieses Inspect zum Beispiel. Docker Inspect. Ne, verlangt jetzt von uns auch, dass wir einen Namen angeben. Ich meine, da müssen wir mal für einen Container einen Namen angeben. Das ist genau 1:1 dasselbe als, Moment, ich scroll wieder hoch. Hier ist unser Befehl gewesen. Docker Inspect Portainer ist der Name von dem Container, wo wir hier hingegangen sind und haben gesagt, Klick Info, hier oben steht sogar Docker Inspect. Das ist diese ganze lange Liste, die wir hier auch auf unserer Kommandozeile sehen. Ne, hier ist es nur aufgeklappt, hier könnten wir es auch aufklappen und dann bekommen wir auch diese ganzen Informationen hier angezeigt. Nur nochmal zur Erklärung, warum ich das Ganze halt eben mit euch immer hier gemeinsam auf der GUI mache. Es ist einfach angenehmer und schöner, das da erstmal, ja, die Grundlagen zu verstehen. So, jetzt gucke ich einmal auf meine Agenda drauf. Damit haben wir jetzt eine Docker-Installation durchgeführt. Wir haben eine Portainer-Installation durchgeführt, eine Restartable Portainer-Installation durchgeführt. Das heißt, haben wir eben gesehen, da stand Restart Always. Das heißt, wenn ihr euer Betriebssystem, euer Raspberry Pi, euer Mini-Server neu startet, wow, jetzt fällt mein Mikrofon um, dann wird auch dieser Portainer-Container, es ist immer schwierig, auch automatisch wieder neu gestartet, braucht ihr euch nicht mehr drum kümmern. Ihr könnt weiterhin über die Oberfläche, IP-Adresse, Port 9000, euren Portainer ganz normal wieder erreichen. Wir haben über die absoluten Docker- bzw. Container-Grundlagen einmal gesprochen, über die GUI. Ja, es geht natürlich viel filigraner noch, aber das ist für euch zu Hause erstmal grundsätzlich gar nicht wichtig. Alles, was ihr zu Hause braucht, findet ihr hier über die Portainer-Oberfläche. Es ist dort einfach. Auch das Aufräumen von alten Images, ihr seht hier unused, brauche ich vielleicht nicht mehr. Einfach einen Klick hier drauf, remove und tschüss, weg ist das heruntergeladene Image, was ich einfach nicht mehr brauche. Ne? Ihr habt eure Volumes, die einfach ja mit der Zeit einfach mal entstehen. Mit einem Klick da drauf, ich will es natürlich jetzt nicht removen, hier mein Portainer Volume, da kommen wir ja gleich noch zu. Und es ist wieder aufgeräumt, es ist weg, deswegen empfehle ich euch immer wieder diesen Portainer hier. Und es ist kostenlos, Community Edition, frei verfügbar. Es kommen regelmäßig Updates, wir sind momentan bei 2.5. Ich glaube, vor ein paar Monaten standen wir sogar noch bei 2.1. Also es ist wirklich, ja, es läuft und es wird am Leben erhalten. Es wird auch schließlich für Enterprise genutzt, ne? Also ganz wichtig.
So, im nächsten Falle kommen wir jetzt schon dahingehend, dass wir unseren ersten eigenen Testcontainer mit Nginx einfach mal ausrollen. Also wirklich, wir hauen den ersten Container raus. Ich erkläre euch Step für Step, was wir da machen und woher wir die Informationen brauchen, was dieser Container braucht, um zu überleben. Genau. Aber als allererstes, wir machen eine kurze Pause. Du solltest eine kurze Pause machen. Ich brauche eine kurze Sprechpause. Wir müssen mal wieder einmal durchatmen. Vielleicht klickt ihr euch es auch einmal selber durch, um selber zu verstehen, nochmal, was habe ich gerade getan. Einfach mal eine kurze Verschnaufpause und dann geht es gleich mit den ersten eigenen Containern weiter.